going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your brother? Oh, yeah! You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Conria than both of you. Conria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Conria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we Ich glaube, es ist continue our völlig egal, was search. man antwortet. Kommt immer dieselbe Antwort. Es ist einfach nur so pro forma. Guck mal, fast alle tot. Tarakaya, tot. Amba, tot. Dilok, so gut wie tot. Junge, Junge, Junge. Was ist das hier eigentlich? Bringt mir ja nichts. Bringt ja wenigstens noch Holz, oder? Was ist das zum Baum? Eigentlich gibt es keinen Holzbaum. Suche nach Spuren des Ordens des Abgrunds. Das wird bestimmt nicht einfacher. Erstmal heilen. Und wieder abregen. Ja, das ist... Und jetzt tu mal... Also die bringt ja überhaupt nichts hier. Ist du wert? Sind die überhaupt schon geheilt? Ja. Und jetzt tut er mal Fischl in die Gruppe. Oder jemand anders mit einem Bogen, der ein bisschen mehr Power hat. Das ist ja nerv. Da kannst du ewig. Wen haben wir denn da noch? Wer ist das? Fischl. Die ist auch nur 40. In the name of the Prinzessin. Und der elementare Einklang ist dann verwobene Wehr. Erhöht den Widerstand gegen alle Elemente um 15% und den physischen Widerstand um 15%. Ja. Gib dir jetzt mal den besten... Fischl, die beste Waffe. Der hat jetzt den Rabenbogen Stufe 3 und könnte kriegen den Reflexbogen Stufe 3 und den Favoniersbogen. Schon den besten. Verfeinerungsgrad 5. Kann ich Fischl nicht noch ein bisschen hochpeppen? Aufstieg?
Da brauche ich das Zeug hier. Was ist denn das? Blitzprisma. Beute von Elektro-Stasen ab Stufe 30. Ja, toll. Mal gucken, ob Fischl was taucht. Hier muss ich mal ein bisschen spielen. Was hatte die für einen... Ach ja, diesen Raben. Und was macht der? Ach, ich glaube, der macht Elektroschocks. Oder war die Laterne von der Dings aber auch nicht schlecht. Naja, wo soll ich jetzt überhaupt hin? Nach da. Da war ich noch nicht und da war ich noch nicht. Vielleicht teleportiere ich mal nach da. Und dann erstmal nach hier und dann nach da und dann nach da. Ich muss auch mal die Teleporter einschalten. Da gibt es übrigens auch EP für. Vielleicht kann ich bis dahin gleiten. Nee, ich will nach da. Irgendwo ist da ein Teleporter in. Ich weiß nicht. Noch sehe ich keinen. Ich glaube, ich will mal oben. Runterfallen geht immer schneller als hochklettern. Hier gibt es irgendeine Herausforderung. Ich halte mich mal von den Feinden fern. Ist das der Teleporter da oben? Ich glaube schon. Ja, bei dem Haus. Wo ist er hin? Ganz schön drauf hier, der Typ. So. Jo, da oben ist der Teleporter. Aktiviert. Ja, witzig. Warum kletterst du denn da jetzt nach innen? Ich wollte gucken, ob hier irgendwo was drin ist. Auf der anderen Seite auch nicht. Ja. Dann will ich als nächstes den ansteuern. You should really bring the Knights of Favonius with you next time.
ganz großen Bäume, die kann man nicht fliegen. Das ist eher dies hier, das kleine hier. Da gibt's. Und dann muss man da drauf hauen. Man muss sogar nicht hauen. 5 Schläge oder so. Ah, das reicht noch nicht ganz gut. Kriegt man nur 2. 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 Mal muss man, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ein 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, aus 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 reicht auch. Die Dinger sind extrem nervig. Schon eingesammelt, bevor es tot umgekippt ist. Okay, du hast mich erwischt. So, nachdem ich die beiden habe. Und da muss ich hin. Wie viel Energie habe ich denn noch? Ach, das geht schon noch lange. Ja, ein bisschen mit Fischl rumlaufen. Der nicht so gern zuschaut wie der Amber. Der ist doch wieder so ein Blödmann hier. Der macht ja genauso wenig Schaden. Ich sag doch, die bringen überhaupt nichts. Jemand hat mich gefroren. Wenn das ein Vierer ist, dann wird er die Hütte nicht mehr, würde ich mal sagen. Ja. Ja, wie kann er denn, wie viel kann der denn noch ab? Es ist aber nicht wahr, jetzt stirbt endlich. Ist er überhaupt? Kann man die Kamera überhaupt nichts mehr sehen? Glücksklee, da muss ich immer an die Klee denken, die ich niemals bekommen habe. Trotz aller Anstrengungen. Mich das Spiel ganz derbe verarscht. Irgendwie alles ausgegeben, Gebete gemacht, bis zum geht nicht mehr, um die zu kriegen, und was war? Nix war.
treffe ich den denn nicht? Over there! It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. These Ruin Guards were known as Field Tillers by the people of Conria. Field tillers? What a strange name. Waren sie Agrarmaschinen? It's not like you think. Field Tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Kommt mal hier runter. Irgendwie erstmal ein Weg für das einfaches Ziel. Der ist in der Bodenwächter ist auch irgendwie runtergekommen und schießt mit seinen Atomraketen auf mich. Und ich sehe noch nicht mal, wo er ist. Ah, super, er macht sein. Wieder so ein Windrad. Okay. Ich bin doch gelaufen. Das hier nicht mehr. Super. Needs assistance. Wieder nicht viel. Rauchi. Rauchi, Rauchi.
for the wicked. No rest for the wicked. I summon thee! Mein Fräulein, should you fall, Ich will bestimmt tot. Leave it all to me. Vielleicht kann man mit Fischel. Fischel! Dann kriegt er das Elektro. Den nimmt er zurück. Genau, und dann, achso, der ist ja tot. Naja, dann halt mit Noel. So, aber nicht viel Schaden. Das Elektro in das Auge mag er gar nicht. Doth thou wish to witness my... Macht ihm nicht irgendwie besonders viel aus. Wenn du nur zutrittst? Was soll die Scheiße? Was nimm was da auf dieses... Das bringt mich voll aus dem Takt und ja, gleich wieder 2000 Schaden. Was soll die Scheißsteuerung? Was kletterst du auf Licht drauf? Da komm auch ich raus wieder. Ja, mal das Scheißvieh fertig jetzt. Na, ist fertig. Ist der Chaos-Apparat? Habt ihr mich um ein Chaos-Apparat beschissen? Dankeschön. Für nichts. Da kann ich... Ich werde gar nicht ewig auf Rex Lapis drauf rum. Das hat ja keinen Sinn. Das ist ja immer noch mehr. Dann gehen wir mit der Form ein bisschen. Wo ist er denn? Ist auch so. Du lebst ja noch.
Ding, Digga. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist der. As a good knight should. Leave it all to me. Das stimmt doch einfach. Meine Güte. Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Oh, is that the script of Conria? Engulf the faith of the enemy in flame, and bring glory to His Highness the Prince. What? Is that what it says? Loom of Fate, initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osile? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Conria. Though of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge.